Hallo meine Freunde, hola Madridistas, here we go. Yan Diomande ist neuer Spieler von Real Madrid und das Ganze ist nicht nur bestätigt von Fabrizio Romano. Meine Meinung zu diesem Transfer, zu der Transfersumme, was das für ein Fußballer ist und ein toller Mensch, das erkläre ich euch natürlich in diesem Video. Aber danach, wo Spieler kommen, müssen auch Spieler gehen und da gibt es brandneue Informationen von Fabrizio Romano rund um Raúl Asensio und Gonzalo Garcia. Was da los ist, schauen wir uns an. Und zu guter Letzt habe ich für das Ende dieses Videos einen ganz besonderen Leckerbissen für euch. Wir begleiten José Álvarez, einen Barcelona-nahen Journalisten, und hören uns mal an, was die Wunschtransferliste des FC Barcelonas vor diesem Sommer war. Und so viel kann ich versprechen. Florentino Pérez hat gekocht. Also, viel Spaß beim Video. Ja, gestern habe ich das Video mit guten Nachrichten angefangen, dann mit einem traurigen Thema beendet. Heute machen wir das Ganze andersrum. Heute starten wir mit einem nicht so guten Thema, enden aber dafür mit einem sehr lustigen. Und zwar Thiago Pitart, der Shootingstar der letzten Saison, der 18-jährige Spanier, der bei Real Madrid, wie gesagt, für Furore gesorgt hat, in den wichtigsten Spielen der Saison Stammspieler war. Wer hätte das am Anfang der Saison gedacht? Ja, Thiago Pitart hat gerade einen herben Rückschlag erlitten. Und zwar hat er sich eine Knieverletzung zugezogen. Und das bei seinem ersten Training von Real Madrid. Der Junge hat mit der spanischen U19 die EM gewonnen, war einer der Spieler des Turniers. Ihr wisst, die U19 ist komplett durchmarschiert, 19:0 Tore. Er war der Zehner, eine der überragenden Figuren der spanischen Nationalmannschaft, und er ist früher als nötig zurück zum Training der ersten Mannschaft gekommen. Er natürlich hat gesehen, es ist eine entscheidende Saison in seiner Karriere. Real Madrid sucht natürlich einen kreativen Mittelfeldspieler. Er hat da vielleicht seine Chance gewittert, ist zurück zum Training gekommen. Ja, und sein Körper war anscheinend noch nicht ganz erholt. Na, es kann auch Zufall gewesen sein. Ich will ihm jetzt hier keine Teilschuld geben oder irgendwas. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ja, er hatte halt Pech, eine Knieverletzung. Aber wenn man von einer Knieverletzung redet, könnte man vom Schlimmsten ausgehen. In diesem Fall ist es halb so schlimm. Laut Arantxa Rodriguez erwartet man eine Ausfallzeit von circa 6 Wochen. Das bedeutet, im September wäre er wieder verfügbar. Und trotzdem kommt diese Verletzung meiner Meinung nach zu einem sehr ungünstigen Zeitraum. Denn Real Madrid, so wie es aussieht, ich möchte es nicht jinxen, ist ja noch an einem weiteren defensiven, kreativen Mittelfeldspieler dran, nachdem wir schon einen Bernardo Silva geholt haben. Nachdem die Plätze in der ersten Elf von Real Madrid immer enger werden, jetzt auch mit der Verpflichtung von dem Yan Diomande, ja, es sah alles danach aus, meiner Meinung nach, dass ein Thiago Pitart vielleicht verliehen wird, vielleicht diese 50%-Regelung. Doch ihr wisst, wie Mannschaften im Transfermarkt sind, wenn ein Spieler aus einer Verletzung kommt, erst recht von einer Knieverletzung. Es könnte jetzt bedeuten, dass es sehr schwer wird, für Thiago Pitart eine neue Mannschaft zu finden, wenn der kaufende oder leihende Verein hört, der Junge hatte gerade eine Knieverletzung. Und wenn du dann vielleicht nicht den Transfer über die Bühne bekommst und dann September steht an, der Transfermarkt ist vorbei und du sitzt auf einmal bei Real Madrid die ganze Saison auf der Bank. Ich weiß nicht, ob das gut für die Entwicklung von dem Thiago Pitart ist. Ich drücke dem Jungen auf jeden Fall die Daumen, dass es nichts Schlimmes am Knie ist. Ich drücke ihm die Daumen, dass er so schnell wie möglich wieder fit wird. Weiß Gott, vielleicht ist das am Ende ja eine gute Nachricht und er wird Stammspieler bei Real Madrid. Also trotzdem die Info an euch, Thiago Pitart ist verletzt. Ja, bevor wir dann zum Neuzugang kommen, müssen wir uns erst einmal über Abgänge unterhalten. Und da hat ein Fabrizio Romano die neuesten Infos rund um Real Madrid. Hören wir uns die zusammen an. Was mögliche Abgänge angeht, behaltet Raúl Asensio im Auge. Jorge Mendes hilft bei der Zukunft des Verteidigers. Es besteht die Möglichkeit, dass er diesen Sommer wechselt. Das überrascht nicht, wenn ihr den Kanal verfolgt. Ich hab's euch schon mehrmals gesagt. Ob Leihe oder fester Transfer, Raúl Asensio könnte Real Madrid diesen Sommer verlassen. Der Spieler hofft zwar, José Mourinho vom Bleiben zu überzeugen, doch es bahnt sich ein Wechsel an. Noch mehr zu Real Madrid, Leute, was Transfers angeht. Wir müssen abwarten, was in den nächsten Tagen und Wochen in Bezug auf Zugänge mit Rodri passiert, denn das ist auch ein großes Thema.
Aber über Rodri werden wir sehr bald sprechen. Wir müssen auch über die Abgänge sprechen, insbesondere über Gonzalo Garcia, denn Fulham kommt ins Spiel. Fulham setzt sich an den Verhandlungstisch. Fulham ist bereit, diese Woche offiziell auf Real Madrid wegen Gonzalo Garcia zuzugehen. Die Gespräche werden also beginnen. Dann müssen wir sehen, ob sie sich mit Real Madrid einigen, nicht nur bei der Ablöse, die definitiv über den genannten 35 Millionen Euro liegen muss. Es braucht also eine hohe Summe für Gonzalo Garcia. Ein permanenter Transfer ist nötig, wobei Real Madrid darauf drängen wird, die Kontrolle über den Spieler nicht zu verlieren. Es geht also nicht nur um den Preis, sondern auch um die Struktur des Deals, um zu sehen, ob sie es möglich machen können. Es wird also Gespräche geben zwischen Real Madrid und Fulham wegen Gonzalo Garcia. Es wird Gespräche über diese Möglichkeit geben und wir werden mehr darüber erfahren. Ja, ihr habt es gehört, Jorge Mendes ist aktiv auf der Suche nach einer Mannschaft für einen Raúl Asensio und da könnte alles passieren. Der könnte verliehen werden, verkauft werden, 50%, also alles ist auf dem Tisch rund um Raúl Asensio, was mir wiederum zeigt, ein José Mourinho rechnet nicht mit ihm. Sollte ein José Mourinho, irgendwie Interesse an der Zusammenarbeit mit einem Raúl Asensio haben, dann wäre Madrid nicht sogar bereit, den zu verleihen. Also für jemanden, der letzte Saison teilweise wirklich stark für Real Madrid gespielt hat, eine Leihe, das ist schon, wie gesagt, für einen 17-, 18-, 19-jährigen Spieler ja absolut akzeptabel, der sich noch nicht durchgesetzt hat, aber bei einem Raúl Asensio wirkt das so nach dem Motto, wir wollen den einfach nur weghaben. So wie es aussieht, Raúl Asensio nicht in den Plänen von dem José Mourinho. Ja, und Gonzalo Garcia, ihr habt es selber gehört, Álvaro Arbeloa macht ernst. Fulham möchte einen Gonzalo Garcia und möchte dafür auch tief in die Tasche greifen. Nicht 30 Millionen, die irgendwo genannt wurden. Man liest so Summen von 50 Millionen oder mehr. Und wichtig ist, Real Madrid möchte die Überhand über den Spieler behalten. In diesem Fall glaube ich aber, Madrid wird daran arbeiten, dass sie eine Weiterverkaufsklausel haben. Nach dem Motto, wenn Gonzalo Garcia explodiert und der dann für 200 Millionen irgendwo hinwechseln soll, dass Real Madrid dann immer noch dieses Recht hätte, das beste Angebot anzugleichen, damit der Junge nach Madrid kommt. Ich glaube, Madrid muss auch dringend schauen, dass wieder Geld in die Kassen kommt. Mit diesen 50%-Regelungen, glaube ich, wirst du bei einem Gonzalo Garcia Stand heute nicht so viel erreichen. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass Madrid und Fulham sagen, weißt du was, ihr kriegt den für 50 Millionen. Eigentlich wollen wir 60 für den, aber am Tag X, wenn ihr den verkauft, an wen auch immer, dann haben wir das Recht, dieses Angebot anzugleichen und dann kommt der Junge zurück zu Real Madrid. Ja, das ist meine Vermutung, das sind die neuesten Informationen zu Fabrizio oder von Fabrizio Romano. Ja, und die wohl interessanteste Information von Fabrizio Romano, die ganze Fußballwelt hat darauf gelauert, gestern kam sein Here We Go. Ja, und ich weiß nicht, was mit Yan Diomandé und dem Transfer zu Real Madrid los ist, denn auf einmal, dieser Transfer, der löst überall Brände aus und ich verstehe ehrlich gesagt nicht warum. Paris Saint-Germain hat gestern aus heiterem Himmel ein offizielles Kommuniqué oder ein Statement, besser gesagt, an Sky Sports abgegeben, wo die gesagt haben, nee, wir wollten den nicht mehr. Das war uns viel zu teuer. Wir wollen vernünftig wirtschaften. Wir bleiben in unserem Rahmen. Das, was die Berater für den verlangen, das ist der quasi gar nicht wert. Das wollten sie mit ihrem Statement quasi sagen. Aus dem Nichts. Wer hätte die denn gezwungen, überhaupt ein Statement zu machen? Es war ja nirgendwo offiziell, haben die ja nirgendwo bekannt gemacht, dass die Yan Diomandé wollen. Ich meine, alle wussten es, aber Paris Saint-Germain ist so sauer auf Real Madrid, dass die jetzt sogar versuchen werden, Rodri in den Transfer da rein zu grätschen, um es Madrid teurer zu machen oder Rodri von Paris Saint-Germain zu überzeugen. Also ein Statement von Paris Saint-Germain, der Mannschaft, die jetzt über vernünftiges Wirtschaften redet und für 222 Millionen damals überhaupt diesen ganzen Transfermarkt kaputt gemacht hat. So bei Neymar, aber das ist ein anderes Thema. Aber Paris Saint-Germain möchte einer anderen Mannschaft erklären, wie vernünftiges Wirtschaften ist. Das habe ich auch nicht kommen sehen im Jahr 2026. Naja, wie dem auch sei, Paris Saint-Germain extrem salzig, extrem salty, aber nicht nur die. Dieser Transfer hat gestern auch einfach einen Streit auf Twitter ausgelöst zwischen Fabrizio Romano und Florian Plettenberg. So, ganz ehrlich, ich werde euch jetzt nicht jeden einzelnen Tweet zeigen und eure Zeit damit auffressen, aber wer sich das durchlesen möchte, ich habe das bei mir auf meinem X-Account markiert.
Lest euch das durch, da geht es darum, dass ein Fabrizio Romano ja gar nicht die Info hätte, dass er quasi nur raten würde. Deshalb würde er auch nur schreiben, mehr als 100 Millionen. Florian Plettenberg hat sowas gesagt, oh, Leipzig hat 100 Millionen abgelehnt. Welch Wunder, dass er jetzt mehr als 100 Millionen kosten wird. Fabrizio Romano hat dann gekontert und ihm gesagt, ich habe schon meine Quellen, der Transfer wird durchgehen. Das ging hin und her. Ja, war auf jeden Fall sehr lustig. Ich weiß nicht, was mit diesem Transfer los ist. Ich weiß nicht, unter welchem Stern dieser Transfer von Yan Diomandé zu Real Madrid steht, aber er löst anscheinend sehr viel Feuer aus. Trotz alledem gibt es immer noch Zweifler, die sagen, ja, Real Madrid hat es noch nicht offiziell gemacht. Fabrizio Romano liegt einmal im Schaltjahr auch mal falsch. Für die Skeptiker von euch hören wir uns mal an, was Arantxa Rodriguez gesagt hat. Wie viel wird Real Madrid für Diomandé bezahlen? Also die genaue Summe wurde mir nicht genannt. Man spricht von rund 100 Millionen Euro. Sogar etwas mehr. So die Einigung zwischen Real Madrid und Leipzig für den ivorischen Rechtsaußen Jean Diomandé. Die offizielle Bekanntgabe des Transfers folgt bereits in den nächsten Stunden. Es zählen nur noch kleine Details, die bei solchen Transfers immer für Verzögerungen sorgen. Aber man rechnet auch damit, dass sich der neue Spieler von Real Madrid noch diese Woche unter die Leitung von Mourinho stellen wird. Ja, und ihr wisst inzwischen, wie ich meinen Kanal aufbaue. Ihr wisst, dass ich alles dafür tue, immer 2 zuverlässige Quellen zu bekommen. Und wenn sowohl ein Fabrizio Romano als auch eine Arantxa Rodriguez sagen, der Deal ist durch, da gibt es noch ein paar kleine Details vor der Unterschrift, dann traue ich mich auch hier zu sagen, Yan Diomandé ist neuer Spieler von Real Madrid. Ja, trotz alledem gibt es natürlich Zweifel zum Preis. Inzwischen heißt es, Real Madrid zahlt 100 Millionen plus 30 Millionen in Variablen. Ja, das erinnert so ein bisschen an den Transfer von Jude Bellingham. Und die 30 Millionen in Variablen sind meistens so Variablen, wo wir Madridistas eigentlich hoffen müssen, dass wir die zahlen, weil dann hat Real Madrid die Champions League gewonnen, der hat wahrscheinlich den Ballon d'Or, weiß Gott, was es da für Variablen gibt. Trotzdem gibt es kritische Stimmen bei der Transfersumme. Ja, und da habe ich für euch mal dieses Bild vorbereitet. Wie teuer soll ein Yan Diomandé sein, wenn ein Morgan Rogers 138 Millionen Euro kostet? Wenn ein Elliot Anderson 135 Millionen kostet, ein Tonali 108 Millionen, Matheus Fernandes 100 Millionen, Anthony Gordon 80 Millionen, Gonzalo Ramos. Ihr seht die Summen, die zurzeit auf dem Transfermarkt unterwegs sind. Denkt ihr, Leipzig ist dumm? Leipzig weiß, dass die da das größte Flügeltalent der Welt haben. Warum sollten die denn für eine kleinere Summe abgeben, nur weil Real Madrid heißt? Nein, Leipzig muss nach ihren eigenen wirtschaftlichen Interessen handeln. Und wenn du für so einen Spieler heutzutage nur mal 100 Millionen zahlst, plus 30 Millionen in Variablen, was ich sehr gut finde, denn wenn er einschlägt und funktioniert, dann zahlst du die Variablen gerne. Ja, der Junge ist 19, ich habe es vorgestern schon mal gesagt. Du zahlst nun mal für Tore mehr als für alles andere beim Fußball. Dieser Junge kann wahrscheinlich 10 bis 15 Jahre Tore schießen für Real Madrid und dafür ist die Summe okay. Und dass der Junge auch ein toller Bowler ist, ich habe euch mal auch dieses Bild vorbereitet, ihn mal so ein bisschen verglichen mit anderen Flügelstürmern dieser Welt, mit den Besten der Welt. Und ihr seht, er ist nicht weit weg von keinem. Bei einem Lamine Yamal ist er vielleicht ein paar Prozentpunkte hier und da noch drunter. Bei anderen, bei dem Olise hat er ihn sogar schon überholt bei wichtigen Punkten. Bei einem Saka etc. Ein Rodrigo umrandet der direkt sofort. Also das Niveau von Real Madrid wird definitiv angehoben. Und was wir bei diesen ganzen Statistiken nicht vergessen dürfen, der Junge ist 19, der wird also noch deutlich besser. Aber der spielt auch bei RB Leipzig. Eine Mannschaft, die ihn nicht so oft in vorteilhafte Situationen spielt, wie in Barcelona, wie in Real Madrid, wie in Manchester City, wie andere große Teams, die einen schnellen Ball spielen und du als Flügelstürmer oftmals eine gute 1-zu-1-Situation hast. Diomandé musst du oftmals 1 gegen 2, 1 gegen 3 gehen und die Dribblings haben sehr oft funktioniert. Also eins ist klar, Yan Diomandé ist ein super Fußballer, die Statistiken haben das in der letzten Saison bewiesen und ich als Madridista kann nur hoffen, dass seine Entwicklung den Schwung nimmt, den Weg nimmt, den wir sehen wollen. Weiß Gott, vielleicht haben wir da tatsächlich irgendwann einen zukünftigen Ballon d'Or-Sieger. Ja, als Madridistas würden wir das, glaube ich, alle unterschreiben. Dazu ist er in der Defensivarbeit ein richtiger Terrier und bringt Tempo in das Spiel. Denn das ist der Hauptgrund,
Warum ein Real Madrid hinter ihm dran war, auch das hat ein Fabrizio Romano jetzt noch einmal gestern bestätigt. Ein José Mourinho hat ganz klar nach Yan Diomandé bei Florentino Perez angefragt. Er möchte noch mehr Tempo im Spiel. Er möchte einen hungrigen Spieler, der nach hinten ackert und unbedingt Titel gewinnen will. Auch das hat Diomandé gestern klar gemacht, als ein französischer TikToker ihn quasi so ein bisschen beleidigt hat, indirekt, indem er gesagt hat, kein Wunder, dass Madrid keine Titel holt. Real Madrid könnte Barcola holen oder Olise und die holen sich diesen Typen für 100 Millionen. Der hat doch kein Real Madrid-Niveau. Kein Wunder, dass Real Madrid dieses Jahr auch wieder keinen Titel holen wird. Und Yan Diomandé hat das einfach nur auf seiner TikTok-Seite hat er das gepostet und hat da so mit 2 Daumen hoch. Also der Junge ist definitiv hungrig. Ja, und nicht umsonst waren auch Mannschaften wie Liverpool und Paris Saint-Germain hinter ihm her. Aber nicht nur die. Ja, ich habe euch versprochen, dass wir dieses Video mit einem kleinen Schmunzeln, mit einem Lacher beenden. Ja, und ich würde euch gerne begleiten auf einen Arbeitstag von José Álvarez. Wer ist José Álvarez? Der ist bei El Chiringuito, ja, eine der 2 Hauptquellen, wenn es um den FC Barcelona geht. Und der ist auch in sehr guten Verbindungen mit einem Joan Laporta. Also der kriegt die Information direkt von Laporta. Es gibt ganz viele Videos, wie die zusammen sind, wie die sich unterhalten, die Hand geben, so ein bisschen in den Arm nehmen. Die können sich sehr gut leiden und man merkt schon, dass der, ich weiß jetzt nicht, ob Vertrauter vielleicht zu weit geht, aber die mögen sich, der Laporta und Álvarez. Ja, und vor dem Transfermarkt hat José Álvarez bei El Chiringuito mal so die Transferliste des FC Barcelonas offengelegt. Welche Spieler sind interessant für den FC Barcelona? Hören wir uns das zusammen einmal an. Also, mir wird beim FC Barcelona immer wieder versichert, dass mehrere Neuverpflichtungen getätigt werden, um den Kader zu verstärken. Und sie heben das Thema der linken Seite besonders hervor, abgesehen vom Stürmer, von dem wir ja schon wissen, dass Barca Julian will. Alles klar. Und sie sprechen von einem ganz bestimmten Spielertyp. Durchsetzungsstark, dribbelstark. Sie haben mir einen Namen genannt. Warte mal, wie war der Name? Aber dieser, Diomandé. Diomandé, Diego. Er spielt bei Leipzig. Ja, Jean Diomandé, der Spieler von Red Bull Leipzig, der letztes Jahr genau beim Leganés war. Sie haben 20 Millionen Euro für ihn bezahlt, für seine Verpflichtung. Und er spielt eine hervorragende Saison bei Red Bull Leipzig. Er ist eines der großen Talente für die linke Außenbahn, obwohl er Rechtsfuß ist. Dribbling, Schnelligkeit im 1 gegen 1 und seine Anpassung an die Bundesliga verläuft hervorragend. Ein weiterer Name ist Bernardo Silva, über den wir bereits gesprochen haben. Es stimmt, dass er viele Angebote hat. Barca hat noch nicht entschieden, ob sie ihn holen wollen oder nicht, aber Bernardo wartet vorerst auf den FC Barcelona. Er möchte sehen, welche Entscheidung sie treffen, denn er gewinnt immer mehr Anhänger. Flick ist überzeugt von ihm, weil er viel Erfahrung hat und auf mehreren Positionen spielen kann. Aber wie gesagt, es ist noch keine Entscheidung getroffen worden. Dann könnte es auf der anderen Seite auch Abgänge geben, wie wir hier schon besprochen haben, auf der rechten Abwehrseite Koundé. Abgänge sind nötig. Koundé, beide Außenverteidiger. Koundé, falls er geht, gibt es einen Rechtsverteidiger, der sehr beliebt ist, und das ist Dumfries, Spieler von Inter Mailand, und außerdem hat er eine Ausstiegsklausel von 25 Millionen mit einer bestimmten Frist in diesem Sommer. Daher, wenn es ein wichtiges Angebot für Koundé gäbe, würde er gehen und Barca würde in Erwägung ziehen, Dumfries zu holen. Sehr gut. Das ist eine gute Gelegenheit. Wie Jordi bereits erwähnt hat, falls Balde geht, da er sehr wichtige Angebote aus der Premier League hat, wie wir berichteten, würde Barca über Cucurella nachdenken, der absolut verrückt danach ist, zu kommen. Das erzählte er uns bei der Nationalmannschaft. Aber Balde und Koundé müssten dafür gehen. Das sind Spieler, die Barca für mögliche Wechsel fest auf dem Zettel hat. Man wartet ab, was bei Bernardo Silva, Dumfries und Cucurella passiert, falls Außenverteidiger gehen, sowie bei einem Flügelspieler wie Diomandé für links. Er ist teuer, gefällt aber dem Club. Nein. Also, wenn du mal wieder einen schlechten Tag auf der Arbeit hast, dann denk an José Álvarez, der sich, glaube ich, vor der ganzen Welt bloßgestellt hat. Naja, ich weiß nicht, ob der sich bloßgestellt hat. Der hat nur die Informationen weitergegeben, die der FC Barcelona ihm gegeben hat. Sehr wahrscheinlich ein Joan Laporta. Aber Florentino Perez, der hat so dahin gehört und hat einfach alle Transfers des FC Barcelonas hat sich Florentino Perez geschnappt. Wie geht das? Ich meine, einer wäre ja schon krass, 2 übertrieben, aber alle? Ich frage mich nicht. Nebenbei hat Florentino Perez ja auch noch den Transfer von Julian Álvarez um 50 Millionen Euro in die Höhe getrieben, wo er öffentlich gemacht hat, Real Madrid hat ein Angebot in der Höhe von 150 Millionen Euro gemacht. Also,
Wie dem auch sei, dieser Tweet, der wird in die Geschichte eingehen. Alle Madrid-Twitter-User posten den hoch und runter. Für diejenigen, die den noch nicht kannten, wollte ich den mit euch teilen. Naja, ich kann jetzt inzwischen einfach nur die Daumen drücken. Vielleicht möchte der FC Barcelona ja auch Rodri. Aber wie gesagt, auch da hört man die ersten Gerüchte. Aber zum Thema Rodri kommen wir morgen im Video. Dann auch noch zu einem Brief, den Yan Diomandé geschrieben hat an seine Schwester. Sehr, sehr schön. Wie dem auch sei, das war es erstmal für das heutige Video. Ich hoffe, ihr habt genauso gelacht wie ich. Ich hoffe, ihr habt euch genauso gefreut über den Deal von Yan Diomandé. Ich bin gespannt, was sagt ihr zu diesem Video? Was sagt ihr zu Gonzalo Garcia, zu Asensio? Was sagt ihr zu Thiago Pitarch und auch zu Yan Diomandé? Lasst eure Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, seid so nett, liked dieses Video, hypt dieses Video, wenn ihr die Möglichkeit habt. Wer noch nicht auf Follow geklickt hat, mach es, das unterstützt den Kanal ungemein. Und wir sehen uns morgen wieder. Ich freue mich. Also, bis dahin. A la Marie!